Patienten kommen nach ihrer Vollnarkose in den Aufwachraum und werden dort von dem Klinikpersonal betreut. Jeder Patient hat Radondrainagen, auf jeder Seite eine, die wir auch je nach Fördermenge belassen und je nach Fördermenge zwischen ersten und dritten Tag nach dem Eingriff ziehen. Die Patienten dürfen auch mit Radondrainage nach Hause. Solange die Patienten Radondrainagen haben, sehen wir sie regelmäßig, also fast täglich, bis die Radondrainagen entfernt wurden. Sonst kommen die Patienten, wenn sie am ersten Tag nach dem Eingriff die Klinik verlassen, entweder zu uns oder wir besuchen die Patienten im Krankenhaus und schauen, ob man vielleicht schon eine Drainage entfernen kann. Danach können die Patienten nach Hause gehen und sind leider oft sehr, sehr schmerzgeplagt, weil Implantate unter dem Muskel stark schmerzhaft sind. Warum ist das so? Unsere Rippen sind mit einem nervalen Netz versorgt und wenn der Muskel nun diese Implantate auf die Rippen drückt, ist es unerträglich. Die Patienten können kaum die Arme heben, sie haben Probleme, Zähne zu putzen, können schlecht lachen und schlecht tief Luft holen. Aber es hat bisher noch kein einziger Patient bereut, dass er diesen Eingriff hat machen lassen. Die ersten 3 Tage sind wirklich nicht schön. Da kann der Patient auch Schmerzmedikamente bekommen. Wir schreiben ihm Rezepte auf, wir geben ihm Schmerzmedikamente, sodass die ersten 3 Tage dann auch erträglicher werden. Wenn diese Drainagen gezogen sind, ist es auch für den Patienten schon angenehmer. Der Sport-BH oder Stütz-BH, den wir ihm anpassen, machen wir gleich im OP selbst. Oft brauchen wir auch noch einen Stuttgarter Gürtel. Das ist ein Gummiband, der oben drauf liegt. Denn Implantate unter dem Muskel haben die Tendenz, eher nach oben zu wandern, weil der Muskel das Implantat nach oben arbeitet, wie nach unten, sodass es ganz wichtig ist, diesen Stuttgarter Gürtel kontinuierlich zu tragen. Erlaubt ist es, wieder Armmuskulatur zu betätigen nach so circa 6 Wochen. Und so lange sollte auch der Sport-BH mindestens getragen werden. Der Stuttgarter Gürtel ist meistens so für 4 Wochen notwendig und je nach Befund wird der nach 4 Wochen dann abgelegt. Nicht zu viel mit den Armen machen. Machen Sie einfach das, was Ihr Körper Ihnen erlaubt. Sie dürfen gerne rumlaufen, Sie können sich auch selbst in der Küche Getränke holen, kleine Speisen zubereiten, aber jetzt nicht mit den Armen zu viel machen. Für Patientinnen mit kleinen Kindern ist es immer wichtig, wann kann ich mein Kind wieder hochheben? Dann sage ich, ja gut, die ersten 3, 4 Tage, erste Woche eher schwierig. Und dann sollte man vielleicht aufpassen, wenn man es hochhebt, dass der Stuttgarter Gürtel dran ist, dass der BH getragen ist und dass man das Kind vielleicht im Sitzen sich auf den Schoß holt und nicht so, wie wir Frauen das ja aus Erfahrung meistens alle gleich machen, im Stehen einfach das Kind so hochnehmen. Dafür brauchen wir einfach zu viel Armmuskeln. Nach einer Woche kommt der Patient nochmal zur Wundkontrolle und zum Anschauen. Da geht es dem Patienten meistens schon recht gut. Man sieht aber, dass die Brüste noch deutlich geschwollen sind. Oft ist auch hier oben noch zu viel Projektion, sodass der Stuttgarter Gürtel dann weiter getragen werden muss und die Brüste sind so gespannt, dass man denkt, dass die fast platzen, aber so auf der Oberfläche sieht man auch so ein Glänzen und solange das Glänzen da ist, ist die Brust auch noch gespannt und geschwollen. Wenn dann der zweite Kontrolltermin vorbei ist, sehen wir den Patienten so nach 14 Tagen, wo dann die Eckfäden gezogen werden. Also wir arbeiten hier mit auflösbaren Fäden und wenn die gezogen sind, kommt noch für 1, 2 Tage ein Verband drauf und dann darf der Patient endlich nach 14 bis 15 Tagen wieder duschen. Aber an diesen frischen Narben bitte nicht mit Seife, sondern nur mit Wasser abspülen und danach auch wieder gut trocken tupfen.
Patientinnen, die ein Implantat unter den Muskel bekommen, können genauso stillen wie Patientinnen, die keine Implantate bekommen haben. Warum? Weil das Implantat von der Drüse komplett getrennt ist und wir nur die Drüse abgehoben haben, aber die Drüse nicht angefasst und somit auch keine Verletzung der Drüse vorhanden ist. Laufen, Radfahren, alles was nicht schmerzt, kann der Patient nach 4 Wochen schon wieder anfangen. So Belastungen wie Trampolinhüpfen, Joggen, das sollte der Patient mindestens 6 Wochen nach dem Eingriff warten. Sonne, Solarium, Sauna. Die Sonne kann man gut gehen, so nach 4 Wochen. Man sollte die Narben, wenn man jetzt gerne nackt badet, man sollte die Narben im Solarium oder auch in der Sonne das erste Jahr mit Sunblock schützen, dass die Narben sich nicht verfärben. Sauna ist erst so nach 6 bis 8 Wochen wieder zu empfehlen. Wenn man arbeitet und man hat einen Bürojob, kann man so nach 7 Tagen wieder arbeiten gehen. Bei körperlicher Aktivitäten, wie wenn man jetzt im Supermarkt Regale ein- und ausräumt, sind fast 3 bis 4 Wochen zu empfehlen, eine Pause einzulegen. Nach einer Brustvergrößerung mit Implantaten ist die Beweglichkeit der Arme schon ziemlich eingeschränkt, sodass die meisten Patienten so nach 10 Tagen sich wieder wohlfühlen, Auto zu fahren. Wenn man das früher empfindet, dass es funktioniert und nicht eingeschränkt ist im Straßenverkehr, kann man es auch schon nach 7 Tagen, manche auch erst nach 14. Man sollte es sehr vom eigenen Befund, wie die Mobilität ist, abhängig machen. Bauchschläfer tun sich ein bisschen hart nach einer Brustvergrößerung. Rein von den Schmerzen her ist es wahrscheinlich erst nach 6 Wochen möglich. Narbenpflege ist im Prinzip bei einer Brustvergrößerung erstmal gar nicht notwendig. Erst wenn die Narbe sich als unschön zeigt oder sich unschön entwickelt, kann man mit Narbepflegeprodukten, Silikonpflaster oder auch Kontraktubex, verschiedene Marken bieten da alles an, anfangen die Narbe zu pflegen, ist aber per se nicht notwendig.